Herzlich willkommen zu unserer Aktivierungseinheit mit dem Smoothie Neurovibe. Die Smoothie Neurovibe Ringe unterstützen in besonderem Maße die Funktionen unseres Nervensystems und des Bewegungsapparates. Motorische Fertigkeiten und Bewegungsabläufe können vor allem mit den entsprechenden Signalen im Nervensystem verbessert oder beeinflusst werden. Und dies möchten wir in dieser kurzen Einheit erreichen. Folgende Reize dieser Smoothie Neurovibe Ringe kommen dabei zur Wirkung. Zum einen der Vibrationsreiz. Dieser spricht unseren Vibrationssinn an und wirkt auf den sensorischen Kortex in unserem Gehirn. Wir haben natürlich auch den haptischen Reiz. Wenn wir unsere Ringe halten, kommt der Tastsinn ins Spiel und auch dies beeinflusst unsere sensorische Wahrnehmung. Wir haben dann natürlich noch, wie wir schon hören, den akustischen Reiz beim Schwingen der Ringe, wo unsere Hörrinde aktiviert wird. Und natürlich auch der visuelle Reiz, indem wir die Farbe, dieses Gerät mit den Augen bewusst oder unbewusst verfolgen. Dies wiederum schaltet unser Sehzentrum im Hinterkopf oder im hinteren Teil des Gehirns ein und aktiviert dieses. Dazu kommen noch verschiedene Bewegungsabläufe, die unterschiedliche Gehirnareale aktivieren und zum Arbeiten bringen. Und wir werden sehen, dass wenn ein eingeschaltetes Gehirn oder möglichst aktive Gehirnareale vorhanden sind, dass auch dann motorische Fähigkeiten oder Fertigkeiten verbessert werden können. Wir werden uns auch verschiedener Schwünge bedienen. Zum einen abwechselnd den Parallelschwung und auch den Diagonalschwung. Diese abwechselnden Bewegungssequenzen mit Parallel- und Überkreuzschwüngen schalten oder verbessern die Kommunikation unserer beiden Gehirnhälften über das sogenannte Corpus callosum. Wir haben dann auch noch im Training in dieser kurzen Sequenz die Augenblickrichtungen. Bitte da ganz besonders gut mitmachen, denn auch dadurch können wir verschiedenste Areale ansprechen und sozusagen zum Arbeiten bringen. Und wir werden am Schluss dann auch noch den Gleichgewichtssinn ganz bewusst verwenden, um auch hier nochmal eine Schaufel draufzulegen. So, jetzt starten wir mit einer Vorübung, mit einem kurzen Vortest, damit wir dann auch sehen, dass wirklich diese Übungssequenz unsere motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten beeinflusst. Kurz die Ringe bitte ablegen. Wir nehmen eine Hand, strecken sie gerade aus, die Handfläche zeigt nach oben. Mit der anderen Hand bitte einfach mal draufgreifen. Wir werden jetzt abwechselnd die Handfläche und den Handrücken auf die untere Hand legen. Und das Ziel ist, möglichst schnell diese Drehbewegung auszuführen. Bitte ganz genau sein in der Drehbewegung, möglichst rhythmisch, so circa 10 bis 15 Sekunden. Schaut dann so aus, bitte einfach mitmachen. Genau, jetzt merkt man schon, je länger ich das mache, desto fehleranfälliger wird es. So, das reicht schon einmal mit der einen Hand. Bitte beobachten und merken, wie jetzt dieses Drehen der Hand vonstatten gegangen ist. Es kann sein, dass da eben Wiederholungen dabei sind, dass Fehler passieren, dass man irgendwie den Rhythmus verliert und so weiter. Das Gleiche machen wir mit der anderen Seite. Die eine Hand jetzt bitte wieder ausstrecken, Handfläche zeigt nach oben und mit der anderen Hand machen wir dann diese Drehbewegung wieder. Ich zeige es mal langsam. Bitte ganz genau sein und wirklich die Drehbewegung gut ausführen. So, los geht's. Ja, merkt man auch schon. Okay, das möge schon wieder reichen. Je länger man das ausführt, dann desto mehr Fehler passieren, sei es, dass man zweimal auf der gleichen Seite klopft oder dass man das Tempo verliert, dass man den Rhythmus verliert. Also diese Beobachtungen jetzt bitte merken. So, und jetzt starten wir mit unseren Ringen und aktivieren über unseren Körper, über das neuromuskuläre System auch unser Gehirn. Los geht's mit dem Parallelschwung, bitte hüftbreiter Stand, die Ringe gut wieder im rechten Winkel halten und los geht's. So, wir wechseln dann in den Diagonalschwung. Genau, das fordert schon die Kommunikation unserer beiden Gehirnhälften. Dieser Wechsel von Parallel- und Überkreuzbewegungen. Wieder den Parallelschwung bitte. Wir wissen ja, dass die rechte Gehirnhälfte den Großteil der linken Körperhälfte steuert
und die linke Gehirnhälfte, die rechte Körperhälfte. So, noch einmal umschwenken in den Diagonalschwung. Noch einmal der Parallelschwung. Möglichst flüssig wechseln. Und als Abschluss noch einmal den Diagonalschwung. Das einmal als einleitende Übung für die Kommunikation beider Gehirnhälften. So, wir gehen jetzt in den Parallelschwung und werden das kombinieren mit unseren Augenblickrichtungen. Ich verwende dabei die Positionen des Ziffernblattes bei der Uhr. Also wenn ich jetzt sage auf 12 Uhr, dann heißt es die Augen einfach gerade nach oben. Bitte gleich mitmachen. Und ganz wichtig ist, den Kopf stabil halten, wirklich nur die Augen bewegen. Denn dann aktivieren wir wirklich die Hirnnerven der Augenmuskulatur und erreichen so eine Aktivierung der entsprechenden Gehirnareale. So, wir schauen einmal geradeaus. Auf 12 Uhr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und wieder 12 und wieder gerade. Wir machen das gleich in die Gegenrichtung, gegen den Uhrzeigersinn. Wir starten wieder bei 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und wieder 12. Und wir schauen wieder in die Mitte. Wir schwingen mit den Smoothies weiter. Gehen jetzt mal in den Diagonalschwung und machen jetzt einen geschlossenen Kreis im Uhrzeigersinn mit den Augen. Das heißt, der Kopf bleibt wieder stabil. Wir gehen dann mit den Augen auf Position 12 und machen einen Kreis, fließend und flüssig, nur mit den Augen bis zur anderen Seite. So, jetzt noch einmal gegen den Uhrzeigersinn. Genau. Und darauf achten, so jetzt wieder gerade schauen, darauf achten, dass die Bewegung mit den Augen möglichst fließend ist. Also wenn irgendwo Sprünge drinnen sind, sogenannte Sarkaden, dann einfach noch einmal diese Übung machen. So, einmal machen wir es noch im Uhrzeigersinn. Wir gehen mit der Position auf 12 und los geht's. Der Kopf bleibt ganz gerade. So, und noch einmal gegen den Uhrzeigersinn. Und wieder in die Mitte. Sehr gut. Super. So, jetzt kommt noch der Gleichgewichtssinn dazu. Wir schwingen wieder parallel. Entweder ein Bein einfach anheben. Wenn es zu lange oder zu schwierig sein sollte, dann kann man das Bein auch hinten abstützen oder leicht mit den Zehenspitzen am Boden stehen lassen. Jeder bitte seine Variante wählen. Ich werde jetzt einfach hinten abstützen. Und wieder einen geschlossenen Kreis mit den Augen ziehen. So, ich gehe auf Position 12 und los geht's. Jawohl. Wir werden merken, das ist gar nicht mehr so einfach. Ich habe jetzt in die eine Richtung gemacht, jetzt machen wir es noch gegen den Uhrzeigersinn. Wieder nach oben gehen und in die andere Richtung und wieder abstellen. Ja, das sind schon ganz viele Reize für unser Gehirn. Da wird wirklich der Frontallappen, Parietallappen, auch der Temporallappen, Occipitallappen und vor allem auch das Kleinhirn, das das motorische Gedächtnis in unserem Gehirnbereich ist, wirklich gut angesprochen und vernetzt. Ja? So, und als Abschluss dieser Sequenz nehmen wir noch die Smoothie NeuroVibe zusammen in den Händen und zeichnen vor unserem Körper eine liegende 8. Dabei behalten wir jetzt, ich fixiere meine Augen auf die Griffe im Visier. Das heißt, wir machen einfach so eine große liegende 8 und verfolgen mit unserem Kopf und den Augen die Smoothie-Ringe vor uns. Mit dem Körper einfach so leicht die Bewegung mittragen
Das beeinflusst auch durch die Körper- und Kopfneigungen das vestibuläre System, was wiederum Einfluss nimmt auf unser Gleichgewicht. So, wir verkleinern die Bewegung, bleiben jetzt nur im Rumpfbereich. Genau, die Arme machen das noch mit. Die Augen verfolgen immer die Griffe des Movies. Wir sehen auch da wieder über Kreuzbewegungen zur Stärkung der Kommunikation beider Gehirnhälften. Wir machen die Bewegung noch kleiner und verfolgen immer die Griffe mit unseren Augenbewegungen. Okay. Gut, das war schon mal die Übungssequenz. Also wir haben wirklich ganz, ganz viele Reize jetzt gesetzt. Und jetzt wollen wir natürlich schauen, ob das jetzt Einfluss genommen hat auf unseren motorischen Output mit dieser Handdrehbewegung. Und ich darf euch noch einmal einladen, diesen Test von vorhin zu wiederholen. Also eine Hand ausstrecken, die andere drauf und dann möglichst schnell und rhythmisch die obere Hand hin und her drehen. Also ich habe jetzt den Eindruck, es geht schneller und leichter. Schauen wir mal die andere Hand. Noch einmal diesen Test. Okay, gut. Wichtig ist, was ihr beobachten konntet, ob diese Ausführung der Bewegungen nach der ganzen Aktivierungssequenz für unser Gehirn tatsächlich auch sich verbessert hat. Wir sind gespannt auf eure Rückmeldungen und wünschen euch mit dieser Art des Trainings der Aktivierung unseres Nervensystems und Gehirn viel Erfolg und alles Gute.